Hallo meine Lieben, bei diesem Procreate Basic Video werde ich euch zeigen, was ihr für Möglichkeiten bei der Auswahl der Farben habt und auch wie ihr eigene Farbpaletten erstellen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Die Farben, die könnt ihr ganz einfach dadurch auswählen, dass ihr hier oben auf den Punkt gebt. Hier dieser Punkt ist die letzte Farbe, das heißt, es wäre die, mit der ich jetzt zeichne. Da klickt ihr drauf und dann habt ihr hier unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten, wie ihr Farbe aussuchen könnt. Es wird euch hier die aktuelle Farbe und die letzte Farbe angezeigt. Dann habt ihr hier das Farbrad, wo ihr einerseits hier die Farbfamilie und dann hier drinnen noch detaillierter, wie hell ihr dieses zum Beispiel hier gelb haben möchtet. Dann seht ihr, hat sich hier oben auch die Farbe angepasst. Wenn ihr hier noch genauer arbeiten wollt, dann könnt ihr hier ganz einfach drauf und das mit so 2 Fingern rauszoomen quasi. Und dann ist dieses Rad noch ein bisschen größer und da könnt ihr dann auch detaillierter die Farbe aussuchen. Dann einfach wieder zusammenswipen und dann habt ihr wieder das ganze Farbrad. Hier unten habt ihr den Verlauf. Da werden euch die letzten 10 verwendeten Farben angezeigt. Ihr könnt die ganz einfach löschen, wenn ihr wieder von vorne starten wollt. Ihr könnt, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Farbe auswähle, rausgehe und dann wieder reingehe, seht ihr, hat es diese Farbe hier dazugefügt. Hier unten wird die Farbpalette dargestellt. Ich zeige euch nachher, wie ihr die generieren und auswählen könnt. Und wir sind jetzt hier auf diese Ringansicht. Bei der klassischen Ansicht habt ihr ganz einfach diese Regler, wo ihr einerseits die Farbe auswählt und dann, also ich finde es hilfreich, wenn ich zum Beispiel in einer ganz bestimmten Farbe drinne bleiben will und die einfach nur dunkler und heller haben will oder mehr Schwarzanteil, mehr Weißanteil drin haben will. So kann ich das viel einfacher manipulieren, aber natürlich kann ich auch hier das antippen und das dahin bringen, wo ich die Farbe haben will. Das ist die klassische Ansicht. Dann bei der Harmonie habt ihr einerseits die Komplementärfarbe, das heißt das gegenteilige oder die gegenüberliegende Farbe von der, die ich hier habe. Ne, zum Beispiel grün ist es dieses Lila, bei Rot geht es eher so in diesen Blauton rein. Wenn ich da jetzt diese Farbe anklicke, dann seht ihr, wenn ich da wieder rausgehen würde, würde es jetzt genau mit dieser Farbe zeichnen. Und sie wird auch im Verlauf dazugefügt. Dann haben wir hier komplementär teilen. Dann habt ihr 2 Punkte zur Auswahl, die auch jeweils mit der Auswahl mitgehen. Dann gibt es analog, das heißt, sind die beiden gegenüberliegenden Farben. Und das geht hier wirklich auch immer mit, auch von der Deckkraft her. Dann haben wir die triadischen, das heißt, ich habe hier ein perfektes Dreieck quasi, wähle es mir die Farbe aus. Oder ich habe die tetradisch, das sind dann die 4 Punkte, da einfach ein bisschen aufpassen, weil das wird dann schon sehr bunt, wenn man genau diese 4 Farben nimmt, weil sie halt einfach genau diese gegenüberliegenden Farben sind und daher schon sehr unterschiedlich zur Originalfarbe sind. Das ist das. Dann könnt ihr aber auch Werte eingeben. Hier einerseits die Hue, Saturation und Brightness, wo ihr die Schieberegler verwenden könnt. Ihr könnt aber auch den Prozentanteil eingeben. Ihr habt dieses Red, Green, Blue, wo ihr auch mit den Regeln spielen könnt. Und ihr seht, es passt oben das auch an. Also
es widerspiegelt immer das, was ich gemacht habe. Auch hier kann ich, wenn ich effektiv die Zahlen habe von der Farbe, die ich verwenden muss oder möchte, kann ich hier auch die Zahlen eingeben. Oder ich habe ja auch die hexadezimale Angabe, wenn ich die habe. Und das ist das, was ihr hier machen könnt. Und dann eben auch die Paletten. Ihr habt, wenn ihr mit Procreate startet, schon ein paar als Auswahl hier. Ihr könnt die Paletten effektiv, wenn ihr draufklickt und drauf bleibt, könnt ihr die verschieben. Ihr könnt sie, wenn ihr auf den Titel draufklickt, könnt ihr da den Titel auch verändern. Ihr könnt neue Farben hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier jetzt drauf gehe und hier drauf gehe, dann hat es mir genau diese Farbe übernommen. Wenn ich die löschen will, bleibe ich drauf und dann sagt es hier löschen. Jetzt habt ihr gesehen, dass es überall hier immer bei mir Monster angegeben hat, ne, diese Farbpalette. Egal wo ich bin. Es hat immer genau diese Farbpalette angegeben. Und das wird dadurch bestimmt, dass ich hier sage, welches der Standard jetzt ist. Wenn ich hier jetzt sage, Lagerfeuer ist mein Standard, dann wird mir hier genau diese Palette angezeigt. Und eben, ich kann hier natürlich auch neue Paletten erstellen. Und ich kann auch die Farben innerhalb der Palette verschieben. Wenn ich jetzt möchte, dass dieses Rot hier vor dieses Rot kommt, dann kann ich das so machen. Die Farbe auswählen könnt ihr einerseits, wenn ihr hier drauf geht und dann kriegt ihr hier so einen Kreis. Und da die Mitte von diesem Kreis ist da, wo es die Farbe auswählt. Ihr seht, ne? Weiß, rosa, weiß, rosa. Das ist das, wie ihr einerseits die Farbe auswählen könnt oder ihr könnt auch mit dem Finger direkt drauf gehen und dann wählt es euch diese Farbe aus. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr stark gerade so in Kolorieren-Modus drin seid, dann könnt ihr effektiv auch, wenn ihr hier oben auf diesen Balken geht, könnt ihr den nehmen und runterziehen und so könnt ihr euch dieses Menü in einem kleineren Format quasi hier platzieren und könnt euch die Farben entsprechend aussuchen und das geht dann auch nicht weg. Wenn ihr es wieder weg haben wollt, das heißt, dass es wieder hier nur hier oben angezeigt wird, dann könnt ihr hier auf dieses Kreuzchen drauf. Dann, was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr hier oben auf diese Farbe drauf geht und drauf bleibt, dann wählt es euch die letzte Farbe aus. Wenn ihr es wieder macht, dann geht es wieder zu der letzten zurück. Also hier könnt ihr zwischen den letzten zwei Farben hin und her switchen. Und was ich euch dann auch noch zeigen wollte, ist das Ausfärben. Ich gehe jetzt hier kurz auf ein Element und setze das. Ich mache jetzt hier zum Beispiel einen Kreis. Ihr habt gesehen, der ist jetzt wirklich geschlossen. Und ich mache noch einen, der nicht geschlossen ist. Wenn ich jetzt versuche, mit irgendeiner Farbe dieses Element auszufüllen, das geht nicht. Das färbt mir wirklich den ganzen Canvas komplett aus, weil dieser Pfad nicht geschlossen ist. Das heißt, ihr müsst ein Element haben, was einen geschlossenen Pfad hat. Zum Beispiel hier dieses. Jetzt ist es manchmal so, wenn ich das mache, dass wenn ich das dann reinzoome, ja, das ist das also ziemlich gut genommen, aber manchmal hat man dann so Stellen, die es nicht abgedeckt hat mit der Farbe. Und das kann daran liegen, dass ihr habt gesehen, wenn ich das da reinziehe, dann erscheint hier oben ein blauer Balken. Da ist jetzt der Color Drop Grenzwert bei 17,3. Wenn ihr zu hoch geht, 100%, dann erkennt er die Grenzen nicht mehr, dann färbt er euch alles ein. Ich arbeite meistens so bei 97% und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, dass er dann die Elemente erkennt, nicht drüber geht und keine leeren Stellen hat. Wenn ihr mal ein Element habt, wo ihr das gemacht habt und das Gefühl habt, ich habe doch das jetzt gezogen, warum wird es jetzt nicht ausgefüllt,
dann ist es manchmal effektiv so, dass ihr fälschlicherweise auf den Kreis gekommen seid oder den Rand des Elements und dann färbt es euch nur diesen Rand ein. Das heißt, wenn das passiert, am besten einfach einmal rückgängig machen und dann nochmal auf den richtigen Bereich ziehen. So, das war das, was ich euch zu den Farben sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Informationen waren hilfreich für euch. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!